jetzt? Okay. To wrap up, judges. Zum Schluss zu finden für Richter. So we have looked at this big yellow thing here on my chart. Wir haben uns hier diesen großen gelben Teil angeschaut auf meinem Diagramm. We have at the beginning an introduction which focused more on theology. Am Anfang des Buches hatten wir eine Einführung, da ging es mehr um Theologie. And at the end we basically have the same. Am Ende haben wir im Prinzip nochmal dasselbe. So it's almost like the story of Samson ends and boom, everything changes. Wo die Geschichte von Simson zum Ende kommt, da verändert sich plötzlich. And then we have a whole part with another series of weird stories. Wir kommen nochmal zu einem Teil mit einer Reihe von komischen Geschichten. And weird in the sense of they don't really fit into our thinking. Komisch im Sinne von, die passen nicht so richtig in unser Denken. Now, did you ever discuss paragraph titles with them? Maybe in reading group, but Not officially. Okay. We have something that we do in SBS, and every SBS student either loves it or hates it. Wir haben eine Aufgabe in der SBS immer und die Studenten entweder sie lieben es oder sie hassen es. And that is when we read through the Bible, we look at each paragraph one by one. Wir schauen uns den Bibeltext an und dabei jeden Absatz, einen Absatz nach dem anderen. And we give each paragraph a title. Jedem Absatz geben wir unseren eigenen Titel. And we do that through the whole Bible. Und das machen wir mit der ganzen Bibel. The idea is it forces us to read carefully. That's the point of the story. Bei der Aufgabe geht es darum, dass wir gezwungen werden, sorgfältig zu lesen. And because that's the most challenging thing, that we carefully read what's in the Bible. Das ist für uns die größte Herausforderung, dass wir wirklich sorgfältig lesen, was drin steht. And there are some rules for these titles, and some students don't like the rules either. Und diese Absatztitel müssen nach einer bestimmten Regel vergeben werden und manche Studenten mögen die Regel überhaupt nicht. Not more than 4 words. Es dürfen maximal 4 Worte sein. This is sometimes, especially in German, a little bit tricky, but it works. In der deutschen Sprache, in der deutschen Übersetzung ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber man kann es schaffen. I have done it with several translations. It really works. Ich habe das schon mit verschiedenen Übersetzungen gemacht und das geht Now, wirklich. the words cannot be from outside this paragraph. They have to be found in this paragraph where I give the title. Es müssen also 4 Wörter aus diesem Absatz sein. Sie dürfen nicht außerhalb des Absatzes, dem ich den Titel geben will, stehen. And the product, or the reason for it, as I said, is so we read what's there carefully. We observe. Und es geht darum, wie ich schon gesagt habe, dass wir wirklich beobachten, was drin steht. The product or the side effect is, when I've done it, I have basically a summary of a whole book in a list. Und was wir dann daraus erhalten, ist im Prinzip eine Zusammenfassung als Liste von allem, was in dem Buch steht. And I thought I simply put here my paragraph titles for the last few chapters, and then we can summarize it very easy. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, was meine Paragraphentitel für diese letzten Kapitel in Richter sind. Dann können wir das ganz leicht dadurch zusammenfassen. So you have a title, you remember what's behind it, and you can quickly go through the book. Man hat also einen Titel, man erinnert sich daran, wo man den her hat und kann damit schnell durch das Buch gehen. So if ever you have enough time, which probably would be after DBS, Wenn ihr also mal Zeit für sowas habt, wahrscheinlich eher nach der DBS, you can sit down and make the same, and you have a summary of a whole book like this. könnt ihr euch mal bei einem Buch hinsetzen und dasselbe tun, also jedem Absatz einen eigenen Titel geben. And then you can use that later to quickly refresh what's in a book. Das gibt euch dann eine gute Zusammenfassung durch das ganze Buch und das könnt ihr dann später mal benutzen, um wieder aufzufrischen, was drin steht. Okay, so that is basically my list of titles. They are also in the PowerPoint, so you have it when you copy it. Das sind also meine Absatztitel und die seht ihr auch in eurer PowerPoint. So chapter 17 is the story of Micah and his priest. Kapitel 17 ist die Geschichte von Micha und seinem Priester. We are somewhere in Ephraim, more in the north of the territory.
Wir sind irgendwo in Ephraim, eher im Norden des Territoriums. And the story starts without context. Die Geschichte legt plötzlich los, ohne einen Hintergrund oder Kontext. It's Micah telling his mother, oh, the money that you think was gone, I hid it because I took it. Wo Micha zu seiner Mutter sagt, übrigens die 1100 Silberstücke, wo du denkst, dass es verschwunden ist, also ich habe das genommen. And you think, wait a minute, where is the money from? Why is it gone? What's going on? You don't know it. It's just, you're in the middle of the story. Wir lesen das so und denken uns, was ist mit dem Geld? Also wir wissen eigentlich nichts darüber, wir sind plötzlich mittendrin in der Geschichte. And the point is probably in the previous story. Es geht wahrscheinlich darum, dass in der vorherigen Geschichte, where the Philistines would make problems constantly, that people were hiding things so they wouldn't find it. in der vorherigen Geschichte, da lasen wir von den Philistern, die ständig das Geld der Personen raubten. Wahrscheinlich haben die Leute dann ihr Geld irgendwo versteckt, damit es niemand finden kann. And apparently the mother thought, now it's gone, and then the son says, no, I still have it, I took it. So maybe that's the reason. Scheinbar ist es so, die Mutter denkt, das Geld ist weg und der Sohn sagt zu ihr, nee, ich hab's genommen. But in any case, the story is simply there to explain how this Micah came into the situation that he made an idol of silver. Das soll uns aber eigentlich erklären, wie Micha dazu kam, einen Götzen zu machen, einen Götzen aus Silber. So he creates his own idol. Er schafft also seinen eigenen Götzen. He builds a whole little temple, which is the term for it is a shrine. Baut dafür einen kleinen Schrein, das ist also ein kleiner Tempel. And he dedicates his own son to be priest. Und er weiht dann seinen eigenen Sohn als Priester. Now that's all very smart, but totally besides what God intended for them. Das ist alles vielleicht ziemlich schlau, aber absolut nicht das, was Gott für sie gewollt hat. That's exactly what God did not want them to do. Und genau das, was Gott nicht wollte, dass sie tun. So he's doing everything perfectly. Er erfüllt es also wunderbar. Now we have a remark in this first paragraph, or at the end of the first paragraph. There was no king in Israel, and everyone did what was right in his own eyes. Am Ende des ersten Paragraphs gibt es so eine Aussage, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihn recht dünkte. And actually in these chapters, this is repeated in every chapter in some form. In diesem letzten Kapitel wird es einmal pro Kapitel wiederholt auf irgendeine Weise. In chapter, let me quickly jump to the next part here. In chapter 21, at the very end, it's exactly the same remark. In Kapitel 21, ganz am Ende, kommt nochmal genau dieselbe Aussage. And in between we have it slightly changed without everyone did what was right in his own eyes. Zwischendrin noch ein bisschen veränderter Form, ohne dass es heißt, jeder tat, was ihn recht dünkte. So in chapter 18 at the beginning and 19 we have the same remark. Das sehen wir auch bei Kapitel 18 am Anfang und im Kapitel 19. So that is important to them. Das war also wichtig für sie. Whoever wrote it down thought, I need to point out there was no king, people did what they thought was right. Wer immer das niedergeschrieben hat, fand es wichtig, den Leuten das zu kommunizieren, dass es damals keinen König gab und dass jeder tat, was er für richtig empfand. Then we have the story of the migration of Dan, because they couldn't secure their territory. Dann haben wir die Geschichte, wo Dan als Stamm den Wohnsitz ändert, weil sie ihr bisherigen Gebiet nicht mehr verlegen haben. That was fast true. Fantastic. Yeah, man hurts. Okay, so and somehow on their way to figure out where should we take new land, they pass by this place of Micah. Und als sie auf der Reise sind, auf der Suche nach ihrem neuen Gebiet, kommen sie bei Micha vorbei. So that's how the two stories are connected. So passen die zwei Geschichten zusammen. So these guys ask the priest for help, that's the positive side. Und die Leute aus dem Stamm, die bitten den Priester um Hilfe, das ist die positive Seite. But their idea basically is, oh, we have a priest, he can tell us. Sie denken sich dabei so, okay, wir haben einen Priester hier, der kann es uns sagen. And they recognize the priest because he speaks the same dialect as they do. Levites lived
near Benjamin, and they have the same dialect. Sie erkannten diesen Priester, sie merkten, der spricht denselben Dialekt, den sie sprachen, denn die Leviten, die lebten da bei Benjamin. So they would say, "Oh, how did you get up here?" Und dann fragten sie ihn so, ja, wie kommst du denn hier in Norden? Okay, so that's basically the situation. The people, the 5 guys are spying out a city in the very north, which is totally peaceful and so on. Die 5 Kundschafter, die spionieren eine Stadt im Norden aus, die waren ganz friedfertig. They reported back to the brothers. They sent 600 men fully armed. Die machen einen Bericht davon, ihrem Stamm, und dann kommen 600 bewaffnete Männer hoch. And on the way, they say, "Oh, by the way, we have a nice priest and idol and everything here. Why don't we take it along?" I'm improvising a bit here. Und auf dem Weg sagen sie dann im Prinzip, ich improvisiere das ein bisschen, okay, hier ist ja ein toller Priester und so ein Götze, warum nehmen wir die nicht einfach mit? So they do. Dann machen die das. I mean, with 600 guys in the back, that's a good thing to do. Wenn man 600 Leute hinter sich hat, dann kann man das schon mal machen. Micah tries to stop them because it's his idol, his priest and everything. Micha versucht sie aufzuhalten, denn es ist sein Götze und sein Priester. And the answer is almost like a mafia answer there. Und die Antwort, die er bekommt, hört sich ein bisschen nach Mafia an. They say, "Well, maybe you shouldn't talk so loud because some of the guys here could get very angry." Sagen im Prinzip, vielleicht solltest du nicht so die Stimme hören, denn manche, die da von den Jungs, So die könnten echt sauer sein. Micah knows no deal. They will take what they took and that's it. Micha weiß also keine Chance. Die nehmen einfach mit, was sie da wollten, kann er nichts dran ausrichten. And at the end, they establish a place of worship in the north, which becomes a center for idolatry later in the history of Israel. Am Ende etablieren sie dann einen Anbetungsort dort im Norden und das wird später echt zu einem Zentrum des Götzendienstes für Israel. And we have even the family or the clan named who was priests up there. It was Jonathan, who was a son of Gershom, and that was a son of Moses. Und wir haben sogar den Namen, den Abstammungsbericht von dem Priester, der da oben war. Das war Jonathan, der Sohn von Gershom, der Sohn von Moses. Now, if it says the son, it doesn't mean it's exactly the genealogy. That would be too long. It's just jumping here. Das heißt nicht, dass es genau der Enkel oder so war von Moses. Dafür ist der Zeitabstand zu groß, sondern es überspringt jeweils genau. They would summarize and say it's the son, meaning several generations after. That's no problem. Als sie damals geschrieben haben, der Sohn von, könnte das einfach heißen, der Nachfahre von. So, yeah, the descendant would be a better translation, but they simply use the word son. Man würde das heutzutage mit Nachfahre übersetzen. Sie haben damals der Sohn von gesagt. So we have these 2 stories that go together. Diese 2 Geschichten passen also zusammen. And they led to the idolatry in the northern part of the Israelite kingdom. Und sie zeigen uns, was zu dem Götzendienst im Nordreich später geführt hat. So we have religious things go wrong. Wir sehen also, religiös läuft es falsch. Then we have the story with the Levite and his concubine. Dann haben wir die Geschichte mit dem Leviten und seiner Konkubine. He travels around. The concubine would be a second or a third wife. Reist herum. Die Konkubine, das war dann so die Zweitfrau oder die dritte Frau. There were 2 reasons why a man would take a concubine at that time. Zu jener Zeit gab es normalerweise 2 mögliche Gründe, warum ein Mann eine Konkubine hat. Either for, sounds a bit cruel, a sex partner, very simple. Einfach ein sexueller Partner. Or because he wouldn't want to pay the bride price, so he would get a concubine which was cheaper. Oder weil den Brautpreis nicht zahlen wollte, dann war es billiger, sich eine Konkubine zu nehmen. And the concubine usually was property. She was normally had the status of a slave. Eine Konkubine galt normalerweise als Besitz. Sie hatte den Status einer Sklavin. Okay. And yeah, it's a bit weird, this whole system, but that's how they did it. Ein bisschen komisch dieses ganze System, aber das haben sie so gemacht. So we know the story. He went back to get her because she was angry with him. She went home. Ihr habt die Geschichte gelesen, sie war sauer auf ihn, er ist ihr nach zu ihrem Zuhause, um sie wieder abzuholen. On the way back, she gets raped in the city of Gibeah. Auf dem Heimweg wird sie vergewaltigt in der Stadt Gibeah By Israelites.
von Israeliten. Okay, then he basically goes back home and cuts her into pieces and tries to mobilize the Israelites. Dann geht er im Prinzip nach Hause, zerschneidet sie in Stücke und versucht, die Israeliten zu mobilisieren. So it's totally weird. Sehr seltsam. She's killed because of the rape. That's pretty obvious in the story. It's not stated, but it's obvious. Sie stirbt an der Vergewaltigung. Das ist ziemlich klar in der Geschichte, obwohl es nicht so deutlich beschrieben ist. Okay. Now, the Israelites react. Die Israeliten reagieren drauf. And they say this is outrageous. This cannot be done in Israel. Sie sagen, es ist unglaublich, sowas kann in Israel nicht So it's gemacht werden. people of Benjamin who raped her and killed her through that. Es waren Menschen vom Stamm Benjamin, die sie vergewaltigt haben. And therefore, now they decide we will fight against Benjamin, we will punish this. Und dann entscheiden sich die anderen Stämme gegen Benjamin zu kämpfen und das zu bestrafen. Now they don't go against all of Benjamin, but they go against Gibeah, the city. Sie ziehen nicht gegen den ganzen Stamm Benjamin aus, sondern gegen die Menschen von Gibeah, von dieser But Stadt. of course the people of Benjamin want to defend themselves, so they pull in more troops. Aber die Leute in Benjamin, die wollen sich verteidigen und dann ziehen sie mehr Truppen dazu. And that leads to several stages of war with a lot of killings, and I listed the numbers here. It's a bit crazy. Und das führt zu mehreren Kleinkriegen, wo jeweils eine ganze Reihe von Menschen umkommen, und das habe ich dir so aufgelistet. So at the end, after these stages of warfare and asking God what to do and all that, Am Schluss dann, nachdem hier diese ganzen Teile des Krieges passiert sind und Gott gefragt haben, was zu tun ist, they destroy the town and the surroundings. zerstören sie die Stadt und die Umgebung. So they're actually executing the ban on their own brothers, Sie haben den Bann also an ihren eigenen Brüdern vollstreckt. but they were not executing the ban on the enemies in the land. They didn't manage that. Aber an den Feinden haben sie den nicht vollstreckt. That shows how weird things got. An den Feinden haben sie es nicht getan, aber an den eigenen Brüdern schon. Das zeigt, wie seltsam die Dinge gelaufen sind. So at the end there are 600 men left Am from Ende that area. sind nur noch 600 Männer übrig von dem Gebiet. And now they think, oh boy, now we lose a tribe, we cannot do that. Und jetzt überlegen sie sich, oh Mann, jetzt verlieren wir einen Stamm, das geht nicht. So it's basically protecting the rare species, okay? Wir haben jetzt so eine seltene Art, die sie unbedingt vom Aussterben beschützen wollen. And that is Benjaminite men, rare species. Benjaminiter, die Männer von Benjamin. Okay, so they made also an oath that they would not give a daughter to Benjamin anymore. Sie hatten ein Eid geschworen, dass sie keiner von ihnen seine Tochter einem Benjaminiter geben würde. So the problem was, how can we get them wives again? Because they killed everything. Und dann haben sie sich überlegt, ja, wie können wir ihnen jetzt wieder Frauen geben, weil sie hatten ja alle umgebracht. So their idea, oh, was there anyone who didn't come to fight? Dann haben sie sich überlegt, dass irgendjemand, der nicht gekommen ist, um gegen sie zu And kämpfen. they find a city, Jabesh Gilead. Und dann finden sie raus, dass da eine And they Stadt say, gab, okay, die let's jetzt kill all those and keep the virgins for the Benjaminites. I mean, if it's so weird, that's weird. Dann haben sie gesagt, okay, lass uns die Stadt einfach auszerstören und alle umbringen und nur die Jungfrauen für die Benjaminiter lassen. So they do that, and the math doesn't match yet. They only have 400 virgins for 600 men. Sie tun das, aber zahlenmäßig passt das noch nicht. Sie haben nur 400 Jungfrauen für 600 And the Männer. rest of the story is with this festival. They say, oh, you can snatch some wives there, and then you'll be fine. And they do it. Der Rest der Geschichte handelt dann von so einem Fest, wo sie sagen, okay, da könnt ihr euch auch noch ein paar Frauen klauen. Und dann tun sie das auch. I mean, they try to obey God, but they do it in a way that is so weird, it shows all their ideas are messed up. Sie versuchen Gott zu gehorchen, aber sie tun es auf eine Art und Weise, die so seltsam ist, dass es uns wirklich zeigt, wie verwirrt sie damals waren. And the end of the story is again the remark, there was no king in Israel and everybody did as was right in their own eyes. Am Ende der Geschichte finden wir wieder diese Aussage, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Now, if you want to sell the idea of we need a king, perfect story.
Wenn man versucht, Leute zu überzeugen, dass wir einen König brauchen, dann ist das die perfekte Geschichte. So, lobbyists for the kingdom, for them, that's the perfect tool. Lobbyisten für ein Königtum in Israel, für die war das das perfekte Instrument. So, most probably part of the purpose of writing this book Wahrscheinlich ist also Teil der Absicht hinter diesem Buch, was to lobby for a king. Ein Argument zu bieten, warum man einen König braucht. Okay, so all these stories illustrate the need that we need to have a proper leadership structure. Denn die ganzen Geschichten zeigen, wir haben da ein Bedürfnis, wir brauchen eine richtige Leiterschaftsstruktur. Of course, there is more to it than just that, Natürlich geht es im Buch um mehr als nur das, but this would be also part of the purpose. aber das war auf jeden Fall auch ein Teil der Absicht. Many books have more than one purpose in the Bible. Viele Bibelbücher wurden aus mehr als einem Grund They geschrieben. want to inform, they want to entertain as well. Sie wollen informieren, vielleicht auch unterhalten, Yeah, but that probably was also part of the purpose. aber das war bestimmt auch Teil des Zwecks. I have one question. What is the role of the Lord in this part? Because you said they tried to obey the Lord, and then they ask, when they go against Benjamin, they ask the Lord. Yeah. Was war Gottes Rolle in dem Ganzen? Du hast gemeint, sie versuchen Gott zu gehorchen und dann heißt es auch, sie fragten Gott, wer soll gegen Benjamin ausziehen. And then the Lord answers them, and it leads to, in all then 40,000 dead Israelites, not Benjamites. Yeah. So was this the punishment of God against the other Israelite tribes? Was he playing the game, or what is... Yeah. Und dann tun sie wohl, was Gott ihnen sagt, und dann sterben aber erstmal ein paar 40.000 Israeliten. Was geht hier vor? Also spielt er ein Spiel mit ihnen, oder ist das seine Bestrafung gegen sie, oder was? I don't know. Sorry. I really, I think the point of the story is that to show the total confusion here. Yeah. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Ich denke, in der Geschichte geht es darum, uns zu zeigen, wie verwirrt alles war. Now, I try to handle this because it's not, it leaves some tension, so we need to handle it somehow. Ich verstehe schon irgendwie den Zugang dazu, ich versuche schon irgendwie einen Zugang dazu zu finden, weil da bleiben schon Spannungen bestehen. And my question is, did God give them opportunities to stop all this and they simply didn't listen to that part and then it resulted in this way? That's my ideas. Ich frage mich, hat Gott ihnen vielleicht die Möglichkeit gegeben, das aufzuhalten und dem sind sie nicht gefolgt und dann ist es dazu gekommen? Because God provided a system of justice for them. Gott hatte ihnen ein System gegeben, in dem sie die Gerechtigkeit aufrechterhalten If können. you kill someone intentionally, you're punished, you'll be killed. Wenn du vorsätzlich jemanden tötest, wirst du bestraft. Du So wirst dann getötet. why was no one in the tribe of Benjamin willing to say, okay, we will deliver those guys who did it and they will be killed, and then the whole thing would have been sorted out? Warum war niemand vom Stamm Benjamin bereit zu sagen, okay, die wirklich schuldig daran waren, die liefern wir jetzt aus, die werden getötet, So dann ist die Sache gegessen. was God giving them opportunities to come to that conclusion? I don't really know. Hat Gott ihnen vielleicht immer wieder die Möglichkeit gegeben, zu so einem Schluss zu kommen? Ich weiß es nicht. Okay. But the point that the whole thing is developing into a total weird direction, that is quite clear. So, yeah. Was klar rüberkommt bei der Geschichte ist, dass sich die Dinge in eine ganz seltsame Richtung entwickeln. Okay, can you live with that? Yeah. Okay, I do as I well. have to. Wir müssen damit leben. Yeah. Okay. So, is that fine for judges? Passt das für euch? Für Richter? I think that's all my slides. Yeah. So we have to look at the root. That's much better. Wir müssen uns unbedingt gut anschauen, das ist viel besser. Okay. You do have. Oh, sorry. So since we're done with Judges, well, I'm not done yet, so Also ich bin mit Richter noch nicht fertig. I think I can ask my question now. Yeah, sure. Ich denke, ich kann meine Frage stellen. Okay. So having read all these books, from Genesis to Exodus, all these books that talk about killing of king, conquering and capturing land and all these things,
My big question is, we understand or we read about Israel as a people group who are special to God, or God wanted to use them to prove to other nations that He can use the little things or the little people to shame the mighty. And it's not pretty much the God of the Old Testament. It's really, there was a lot of war, killing. And as soon as you turn to the New Testament, the same God, but everything changes, the experience. And I'm reading a book online, which of course is not from a Christian perspective, it's not a Christian writer, rather it's a critics of Christians who, the title of the book is Drawn with Blood. Yeah. And in his work, what he tried to do is to record all the killing. He detailed them, and that's Steve Wells. And approximately, with the killing of the firstborn of Egypt, which we don't know how many there were, with Jericho and other cities, so she, or his estimate, was one that I recorded was about 2,821,364 people, according to her writing. Now, I'm not saying that I agreed with her figure or her point of view towards that perspective, but this is a similar question I have. So what really, it kind of justified the killing, that those kings were evil, were terrible, but at the same time we read the Israelites were also not, of course, the holiest people. They also commit a lot kind of terrible killings and stuff like that. So, do you think was really, I don't know how best to put the question, but I kept asking, why would God kill other nations and this king, of course, as I said, they're evil. Yeah. But Israel, like themselves, they were also not the best. They do also terrible things. The only thing we read about is that God gave them away to other kings, and they served through forceful labor, and then He sent judges when they cried. So it seemed as if He was more merciful to the Israelites than to the other king. And of course, we understand that there's a covenant made with Abraham. Yeah. This could have also happened to maybe other tribe or clan and all these things. So I don't know if you understand my question. I don't know how best I can put it. First of all, ja, you want to translate? Okay. Also alles, was wir bisher gelesen haben, mir ist aufgefallen, wie oft Menschen getötet wurden und Gebiete erobert wurden. Und dann lese ich auch gerade im Buch online, da wird geschätzt, dass vielleicht, man weiß ja nicht genau, wie viele Erstgeborene in Ägypten umkamen und so, und dann mit Jericho und so weiter, dass es vielleicht 2.800.000 Leute waren, die Gott oder Gottes Volk getötet hat in der Geschichte. Und da frage ich mich, also ich habe ja schon verstanden, dass diese ganzen anderen Völker böse waren, aber die Israeliten waren ja auch nicht gut, die waren ja auch oft böse, haben auch Böses getan. Warum ist Gott gnädiger gegenüber den Israeliten als den anderen? Natürlich, es gibt den Bund mit Abraham und so, aber warum ist Gott gnädiger mit ihnen als mit den anderen? First of all, we have to be very careful with numbers in Old Testament times. So, was die Zahlen angeht, da müssen wir sehr vorsichtig sein in der alttestamentlichen Zeit. When we hear a term, our challenge is always to try and figure out what did they mean with that term. Immer wenn wir einen Begriff hören, müssen wir immer rausfinden, was meinen sie mit dem Begriff. Now, if all the firstborn of Egypt are killed, wenn alle Erstgeborenen Ägyptens getötet werden, for us that means all of Egypt. Für uns bedeutet das ganz Ägypten. For Egypt at that time, it doesn't necessarily mean all of Egypt. Im Ägypten der damaligen Zeit bedeutet das nicht unbedingt ganz Ägypten. Because also Egypt was divided at certain periods of time. Weil Ägypten auch geteilt war zu bestimmten Zeiten in der So we would need to look at how was the political structure of Egypt at that time. What did they call Egypt at that time? Wir müssen also auch mal anschauen, wie war die politische Aufteilung Ägyptens zu der Zeit. Was haben sie tatsächlich Ägypten genannt? And to figure out numbers in the Old Testament of people is always simply guessing, not more. Und Zahlen von Personen im Alten Testament wirklich herauszufinden, das ist oftmals eine Schätzung. Wir raten da eigentlich. Even how many Israelites left Egypt and so on, that's very difficult.
So it's not easy. So we have to be careful. Genau, wie bei der Frage, wie viele Israeliten tatsächlich Ägypten verlassen haben. Auch das ist nicht so einfach. Now, when we look at the story